Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema COMEX-Silberbestände reduzieren sich Tag für Tag. Disclaimer. COMEX-Silberbestände reduzieren sich Tag für Tag. Seit dem Video Game Over für die Silberpreisdruckung vom 22. Oktober wurden weitere 5 Millionen Unzen Silber verkauft. Somit verbleiben zum 1.11. noch 34.711.896 Unzen. Wir erwarten einen Silberpreisanstieg in den kommenden 6 Monaten von 100 bis 150%, der den Ausverkauf an der COMEX stoppen soll. Heute stabilisiert sich der Silberpreis weiter und schließt mit einem Plus von 2,85% auf 19,65 $. Das Gold-Silber-Ratio sinkt dagegen, weil Gold um 0,8% auf 1.648 $ steigt. TBR, Gold- und Silberaktien erholen sich ebenfalls und signalisieren damit, dass die Trendwende im Gang ist. Wir befinden uns dennoch auf niedrigem Niveau, die einen hervorragenden Einstieg in Goldaktien rechtfertigen. Nutzen Sie für Ihre Käufe und Nachkäufe oder verbilligen Sie Ihre bestehende Position. Ja, Sie wissen ja auch, dass das FOMS-Meeting jetzt stattfindet. Es ist anzunehmen, dass es nach einiger Zeit dann auch wieder massiv an den Edelmetallmärkten hochgeht sozusagen. Vielleicht wird heute nochmal gedrückt, muss man sehen. Jedenfalls eins ist klar, die Bestände der COMEX werden rasant abgebaut und das können die eigentlich nur am Ende mit einer Erhöhung des Preises mehr oder weniger stoppen, um A, dann wieder mehr Silber, physisches Silber anzuziehen, um diese Transaktion zu erschweren. Also die haben Probleme. Ich nehme an, dass die COMEX-Bestände noch unter 30 Millionen fallen, vielleicht irgendwo auf den Wert von 25 Millionen. Ähm, das alles würde im Grunde genommen hier den Silberpreis nach vorbringen. Das ist eine einmalige Situation, sehr wahrscheinlich, dass Silber jetzt in den nächsten 6 bis 9 Monaten sich verdoppelt, vielleicht gar verdreifacht. Das ist vielleicht für den Normalbürger nichts Besonderes. Andere Metalle haben sich auch verdoppelt etc. Aber es bedeutet eben, dass diese Gold- und Silber Penny Stocks Aktien, die im Grunde genommen immer noch halb tot sind, sag ich mal, überhaupt zum Leben erweckt werden und dadurch einen Bewertungsaufschlag kriegen und wenn dann die Rallye weitergeht, dementsprechend ordentlich Speed annehmen. Deswegen ist die Chance so außergewöhnlich hoch. Äh, Das muss man wissen. Und in der Vergangenheit gab es immer spektakuläre Goldaktienrallye, immer dann, wenn Silber insbesondere stark gestiegen ist, beispielsweise von 2009 auf 2011, wo es damals von 10 Dollar auf 50 $ hochgeht, oder auch einfach von den Anfang der 2000er Jahre bis 2008, wo es dann auch von circa 5 Dollar auf circa 20 $ gestiegen ist. Also das ist der Silber, das ist einfach wichtig zu wissen, ist der Treibstoff für Goldaktien, beziehungsweise dieser Typus Penny Stocks Aktien an sich, weil insbesondere die Silberanteile in Unternehmen mit einmal schlagartig höher bewertet werden, vielleicht doppelt so stark und mehr, was vorher im Prinzip gar nicht bewertet worden ist. Deswegen reagieren die so besonders stark auf und natürlich werden auch reine Goldaktien dann auch mit hochgerissen, das ist ganz klar. Silber- und Goldproduzent, Mexiko, Peru, Argentinien, Westafrika, 1 Milliarde 100.000 Millionen kanadische Dollar, moderates mit vielleicht hohes Risiko. Das Unternehmen ist ein kanadisches Edelmetall- Bergbauunternehmen mit 4 in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko und Peru, sowie so einer im Bau befindlichen 5. Mine in Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste. Ja, die haben hier beispielsweise Santoyer, Mexiko, hochgradiges Silber. Ich glaube, da werden so circa 6 Millionen Unzen Silber produziert mit niedrigen Cashkosten, 15 Dollar pro Unze. Das spült dem Unternehmen viel Cashflow rein. Dann haben sie eben noch das Caleomana-Mine in Peru, auch mit Blei und Zink ist viel dabei, 60 Gramm pro Tonne Silber, dann noch in Burkina Faso die Yaramoko-Mine, haben eine Goldproduktion von knapp 80.000 Unzen mit niedrigen Cashkosten, 300 $.
die Unze. Und dann Goldprojekt Siguelela in der Elfenbeinküste. Dort haben sie Reserven von 1 Million Unzen Gold und abgeleitete Unzen noch mal 1/2 Million. Und dann haben sie noch die Lindero-Mine in Salta, Argentinien, mit durchschnittlich 0,57 Gramm pro Tonne bei 1,61 Millionen Unzen. Macht roundabout ungefähr, schätze ich, 5 Millionen Unzen Gold. Vielleicht insgesamt, also die haben noch weites Explorationspotenzial, wie Sie auf der anderen Mine sehen. Ich habe es jetzt hier in diese Potenzialfaktor eingetragen, 100 Millionen Unzen Silber. Gerade das Gold, das habe ich mal gut angegeben mit 1. Länderrisiko, klar ist da. Natürlich Argentinien, Mexiko und so, das ist alles nicht Top 1 Country und natürlich Afrika auch nicht, also 0,75. Nichtsdestoweniger ist das ein sehr gutes Unternehmen aus meiner Sicht, das einen enormen Cashflow haben. Sie hatten einige Genehmigungsprobleme in San José mit ihrem mexikanischen Projekt. Und ich nehme an, wenn das endgültig aus dem Wege geräumt werden könnte, könnte es besonders überproportional profitieren. Ist zwar nur im Prinzip in Anführungsstrichen niedriger Potenzialfaktor, aber man sollte sich ja nicht schrecken lassen. Die Chartdynamik ist sehr gut. Ich meine, das ist dafür auch ein stabiles Unternehmen, das jetzt auch hier auch seinen Boden gefunden hat, ist höher als während der Corona-Krise. Und sage ich mal, es ist jetzt von 2001, von Zeit auf 12 Dollar auf ca. 3 Dollar korrigiert, ist jetzt bei 4 Dollar und spricht eigentlich nichts dagegen, dass die alten Höhen wieder erreicht werden. Und wenn die Goldaktienrallye sich richtig losgeht, dann könnte es auch noch wesentlich höher gehen. Und das Explorationspotenzial ist doch gar nicht mit berücksichtigt. Also es kann auch sein, dass es auch nochmal die ganze Story nochmal komplett neu geschrieben werden ist, weil sobald die ja Deckung haben, wie gesagt, sie können sich Reexploration eben auch leisten durch den guten Cashflow und die niedrigen Cashkosten. Und man sollte diese Firmen auch nicht unterschätzen, was die vielleicht noch auf die Beine stellen können. Gerade wegen dem Cashflow. Das haben ja diese kleinen anderen typischen Penny Stocks Aktien nicht. Also deswegen würde ich bei Investitionen, sage ich mal, auf eine gewisse Mischung setzen, eben aus moderaten, hohen Risiko, einige Gambles, sodass man im Prinzip überall dabei ist, aber auch nicht, wenn es zur Enttäuschung kommt, total beschädigt wird. Das ist einfach der Hintergrund, dass man das durchaus eben streuen muss. Und dazu gehört vielleicht so als Zerstreuung so ein Unternehmen auch hinzu. Ja, hier sind auch mal die Explorationspotenzial, das sie haben. Hier Mexiko, das Borigem-Projekt, 600 Hektar, erweiterbar auf 1500 Hektar Gold. Higo Blanco in Mexiko, Silber-Gold 1000 Hektar, Cerro Lindo, Argentinien 10.000 Hektar, auch Gold, mehr hochgradige Alterationszonen, die nie durch Bohrung getestet werden. Also jede Menge Upside im Explorationspotenzial. Solitaro-Projekt in Argentinien 8000 Hektar. Gold und auch nochmal in Burkina Faso ein großes Gebiet, 46.000 Hektar, hochgradige Gebiete mit Gold. Also jede Menge Explorationspotenzial und das kann das Unternehmen richtig nach vorne bringen. Auch ist auch denkbar, dass sie durch den Cashflow auch sich weiter beteiligen an potenziellen Explorationsgebieten, um das aufzubauen. Und das könnte natürlich dann den Kurs auch treiben. Das ist auch nicht auszuschließen. Ja, Goldaktienbullenmarkt. Ja, warum investieren wir in diesen Bullenmarkt? Es existieren hier diese Zahlen aus den 1970er Jahren. Und da ist zu sehen, dass einige Goldaktien hier von 15 oder 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen sind. Das heißt, es ist gar nicht so selten vorgekommen, dass aus einem 1000 Dollar Investment, wenn man ganz am Boden gekauft hat und an den Germania verkauft hat, durchaus aus 1000 Dollar eine Viertelmillion macht. Das ist natürlich unglaublich. Ähm, aber da brauchen wir natürlich eine strukturelle Verschiebung des Gold- und Silberpreises, zum Beispiel Anstieg des Goldpreises auf 2300 oder des Silberpreis, wie anfangs vermutet, auf über 50 irgendwo. Und das würde dann im Grunde genommen der Treibstoff sein und würde solche Storys dann möglich machen mit solchen Bewertungsaufschlägen, weil eben Goldaktien aktuell so ungeheuer tief sind. Keiner glaubt dran, die glauben eher,
Gold fällt eigentlich weiter oder geht seitwärts. Dadurch kann man die billig einsammeln. Also wenn es jetzt zu einer Gold- und Silber starken Anstieg kommen sollte, ist sowas in der Art vielleicht nicht in dieser Dimension, aber doch in Ansätzen denkbar. Und das ist natürlich eine absolut unglaubliche Chance, die man nutzen sollte. Ja, also was kann man jetzt noch tun? Man kauft eben Penny Stocks, naja, nicht nur Penny Stocks, eben auch hier diese moderaten, hohen Risiko, wie gerade erwähnt, mischt das gut, dass man im Grunde genommen dann nicht zu sehr enttäuscht werden kann, aber auch die Möglichkeit hat, dass man im Portfolio einige richtige Joker haben, die dann vielleicht auch wirklich hohe Bewertungsaufschläge erfahren. Ja, 1000 Becker Report. Also wir äh, äh, unterteilen die Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen diesen Potenzialfaktor, wie Sie es gesehen haben. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Und bei Interesse stehe ich Ihnen auch mit einem Portfoliovorschlag oder arbeite ich im Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten bei YouTube verlinkt. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, das erwähne ich immer ganz gern, weil es einfach ein Werkzeug ist, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sie auch in Stress- und Krisensituationen an physische Ware kommen. Also das ist eine Unternehmen, das lagert Gold für Sie ein, im zollfrei Lager in der Schweiz. Sie haben keine Mindestinvestitionssumme, also Sie melden sich sozusagen an, Sie überweisen etwas, ist sofort eingeliefert, genauso leicht ist auch der Verkauf. Und im Gewinnfall von Silber kann man innerhalb dieses Zollfreilagers seine Gewinne auch ohne Mehrwertsteuer zu zahlen in Gold konvertieren und sich zum Beispiel auszahlen lassen. Auf Gold ist ja keine Steuer. Das kann man zum Beispiel machen. Aber warum erwähne ich das im Wesentlichen? Also nehmen wir mal an, jetzt der Silberpreis steigt auf 30, 40, 50. Sie haben große Gewinne mit Gold- und Silberaktien, stoßen die ab, die Gewinne, dann wollen Sie unkompliziert und möglichst gründlich physische Ware kaufen. Und das machen Sie, indem Sie einfach hier überweisen. Es wird einfach gut geschrieben. Sie können sich es auslagern lassen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass zu jeder Zeit eine physische Ware gekommen ist und das ist eben auch besonders günstig. So, da haben Sie einfach ein Werkzeug in der Hand, falls, sage ich mal, die Händler nicht genügend haben, zu teuer sind und solche Sachen. Und so können Sie sich ein bisschen da vorbereiten auf diese Situation. Also ich würde mal empfehlen, sich das Unternehmen einfach mal anzusehen. Man kann mit denen auch reden, sich unterhalten, wie das alles so abläuft. Die sind ganz unkompliziert. Also ich persönlich finde es sehr interessant, dass es sowas gibt. Ja, immer erst, klar, Preisvergleich auf die Vergleichsportale wie gold.de gehen. Nützliche Informationen, da stehen nochmal Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle einlagern, in der Schweiz, in Liechtenstein, Langfristcharten, also Uran, Goldaktienindex, GDX, GDXJ, Goldaktien-Gold-Ratio, Literatur über Goldaktien, weitere Diskussionsforen sind da verlinkt wie COCA, ähm, weitere Videos von guten Chartisten und Experten, wie Uwe Bergold beispielsweise. Wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, ich habe öfters mal Probleme mit Spam, also wenn ich irgendwas nicht bekommen habe oder eine Frage, Rückfrage, mir einfach eine Mail schreiben oder mich anrufen. Sobald ich Zeit habe, rufe ich Sie dann zurück. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke abonnieren, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal besten Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.